Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Kennt ihr ja schon so ein bisschen. Heute werde ich mal so ein bisschen wieder so ein Dies und Das Video machen. Jetzt die Woche geht es mir nicht so gut. Gestern lag ich den ganzen Tag fast flach. Aber heute geht es schon wieder, deshalb mache ich mal nur so ein mit allem Möglichen, wo ich momentan so ein bisschen dran bin. Das erste Teil hat man ja schon mit dem Handschuh, machen wir weiter. Die Fackel habe ich mittlerweile soweit fertig. Die sieht dann jetzt so aus. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Ne? Mit dem Licht, das funktioniert jetzt auch. Ne? Gucken. Ne? Können wir nachher ja mal im Dunkeln, dass man sieht, wie das aussieht. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden. Wie gesagt, die ist jetzt fertig. Bin ich sehr zufrieden mit. Ist ganz gut geworden, finde ich. Hat was. So, tun wir erstmal auf Seite. Und dann geht es dann heute mal weiter. Und zwar mit unserem Handschuh. Da habe ich schon wieder ein bisschen noch ein paar Aufbauten ran gemacht. Da muss ich mal gucken. Da werde ich jetzt, tun wir erstmal die auf Seite. Da werde ich jetzt noch ein bisschen was dran tun. Das müssen wir noch ein bisschen glätten mit dem Heißluftföhn und dann hat man noch die Idee, dass man hier so ein bisschen hier mit so Magneten hier so Werkzeug dran machen wollten. Also vielleicht hier nur an den einen Finger mit den Neodym-Magneten. Da werden wir jetzt auch noch ein bisschen was tun und dann mal gucken, was draus wird. Ich hoffe mal, das interessiert euch. Ich habe auch neue Elektrik jetzt für meine Ausbrenneisen, weil die alten Taschenlampen, die habe ich leider nicht mehr gekriegt mit dem USB. Jetzt musste ich neue, aber die sind auch nicht so schlecht. Einziger Nachteil ist halt diese mit Batterien. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich hätte es lieber wieder mit so USB zum Laden gehabt. Aber naja, irgendwas ist ja immer. So, dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen näher ran und sind ins Detail. Bleibt dran, wir sehen uns. Wie gesagt, wir fangen jetzt mal kurz mit der Dings an, das Ausbrenneisen. Das hat jetzt quasi hier hinten einen Knopf. Vorher war das ja immer hier unten so, aber leider haben sie die mit USB nicht mehr. Jetzt sage ich das Ganze erstmal wieder, weil die ist ein bisschen dicker wie die alte Version. Aber ich das Ganze jetzt erstmal, musste ich hier leider zweiteilig machen, damit ich hier das mit der 16er Matte dran kriege, aber das hat so halbwegs funktioniert. Dann 3er Matte drum geklebt und dann bin ich hingegangen und habe quasi das hintere Teil. Da ist dann das Gewinde mit dem Knopf. Hier sind dann die Batterien drin. Ne? Mit dem Schraubgewinde dann so gemacht, wenn man das dann zusammenschraubt. Dass das dann alles wieder top ist. Ein bisschen zum Kaschieren kommt dann hier wieder so ein bisschen Verzierung drüber. Da sieht man das nicht so. Und hinten, den lasse ich so. Da kann man dann immer schön drauf drücken. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Das mal wieder dazu. Das ist immer scheiße, wenn man dann so, ich sag jetzt mal, ein paar Sachen gefunden hat, die ich frisch toll finde und die dann nachher nicht mehr lieferbar sind. Ist schade. Ja, mit dem USB hat mir besser gefallen wie mit den Batterien. Aber naja, ist halt dann so. Kann man auch nichts dran machen. So, dann fangen wir mal mit dem Handschuh weiter an. Wie gesagt, ich habe jetzt hier noch einiges drauf gemacht. Ich hoffe, das kann man alles so sehen. Ich glaube, da werden wir dann nachher dann mit dem Heißluftföhn drüber gehen, das Ganze glätten. Wir gucken jetzt erstmal. Ich hoffe mal, dass der Heißklebepistole so mittlerweile warm ist. Lötkolben brauchen wir auch, weil wir müssen ja noch hier die Platten drauf machen. Und dann habe ich schon mal so ein paar kleinere Sachen vorbereitet. Jetzt schauen hier. Brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein paar etwas dickere Dinger. Schon mal raus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die groß genug sind. Aber müssen wir mal ausprobieren. So. Die 3. Das kleben wir mal da drauf. Obwohl, ne, da kleben wir später erst drauf. Wir müssen ja erstmal die Löcher reinmachen für die Neodym-Magnete. So. Mal schauen, ob das klappt.
Machen wir erstmal das hier wieder raus. Dann machen wir hier die Löcher erstmal rein. Schön aufpassen, dadurch nicht die Finger verkokelt. Da heiß noch ist er. Wie gesagt, passt auf, ne? Nicht, dass ihr nachher die Finger verbrannt habt. Ich bin ja immer so ein bisschen tatterisch. Das hatte ich schon immer irgendwie, vor allen Dingen, wenn Leute mir zugucken, habe ich auch immer so eine besonders drin. Also ruhiges Händchen hatte ich noch nie. Also so viel dazu. Wenn ich dann noch irgendwas in der Hände habe, wo ich mir die Finger dran verkokeln kann, ist es natürlich noch was schlimmer. So. So, das haben wir hier. Dann haben wir die Dinger schon mal dran. Dann würde ich mal sagen, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie man das am besten jetzt hier die Neodym-Magnetlöcher habe ich ja schon dran gemacht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Mir fällt gerade mal so auf, ich habe ja keinen Kugelschreiber hier. Oder das ist nochmal wieder runtergefallen. Das kann natürlich auch sein. So, ist das hier die richtige? Ja. So, wir gucken einfach mal, dass wir das hier so. Machen wir einfach mal hier so Punkt. Und hoffen wir nachher, dass der Punkt dann auch genau da ist, wo das Ding hin soll. Fällt gerade mal ein, das war vielleicht ja nicht so eine gute Idee. Die Dinger, das kann nämlich sein, dass ich jetzt die falschen genommen habe. Fällt mir gerade mal so ein. Dadurch, dass ich ja hier die eine Seite noch drauf habe, kann es natürlich sein, dass ich jetzt die verkehrten dafür genommen habe. Das wäre natürlich dann nicht so toll. Muss mal gucken. Irgendwie fehlt hier noch ein Teil. Klar. Ob das dann alles so funktioniert. Das Sägeblatt, da machen wir noch ein bisschen hier so ein bisschen die Schrägen rein. Das noch ein bisschen Sägeblatt hier. Schraubenschlüssel oder so, was können wir auch noch machen. Mal schauen, wie gesagt, ich mache jetzt noch mal so ein paar Sachen. Einfach, dass ihr was zu gucken habt. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Da hätten wir die Sachen schon mal fertig. Eine probieren wir gleich mal aus. Probieren wir das mit dem Handschuh mal. Mal schauen, wie das aussieht. So, funktioniert. Hm? Schrauben, Zieher. Dietrich. Geil. So. Kleine Säge. Ja, und das kann man dann halt, Schraubenschlüssel und sowas, kann man ja alles Mögliche dran. Kleines Messerchen oder irgend sowas. Ich finde die Idee gut. Da kann man so einen ganzen Werkzeugsatz. Theoretisch könntest du das auch an jeden Finger, sagen wir mal, dran machen. Aber mit dem einen Finger, das ist natürlich eine geile Sache. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Also ich finde sie geil. So. Die stellen wir ein bisschen auf Seite hier.
Also bisher bin ich echt begeistert. Klappt alles super. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Da hat man jetzt hier eine von den Platten dann noch dran und dann gehen wir mal mit dem Heißluftföhn drüber. So, reinpassen die Teile, so wie das aussieht. Es wird natürlich spannend, die ganzen Dinger da rein zu kriegen. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Ja, das war natürlich wieder eine saudoofe Idee, Dirk. Andererseits, Leute, warum mache ich mir das eigentlich immer so kompliziert? Ich mache da einfach mit dem Edding einen schwarzen Punkt. Dann weiß ich nämlich, wie rum ich die richtig rum rein tue. Da muss ich einfach immer nur die Seite, wo der schwarze Punkt ist, nämlich nach unten tun. Also die Idee finde ich gut. Die hätte man auch schon eher kommen können. Naja, egal. Besser spät wie nie, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich die dann in die richtigen Löcher reinmache. Ich glaube, hier haben wir mit 3, das könnte ein bisschen zu viel des Guten sein. Prinzipiell ist das jetzt nur für die Elektrik dann, wenn ich die reinmache oder wenn man sie rausmachen will, damit man quasi einfacher an die Sachen drankommt. Für was anderes mache ich das jetzt eigentlich nicht. Dann kommt man nämlich hier an den 3 Stellen, kann man dann schön den LED-Draht oder SD oder irgendwas Draht. Ich vergesse immer die Bezeichnung von den Drähten. Dann kann man das dann hier, die Teile hier, die sind dann quasi um den Draht ein bisschen zu fixieren, weil den werde ich einfach nur drum drehen. Hier vorne soll ja dann so ein bisschen auch noch Licht raus und durch die Löcher und dann mal gucken, wie das dann aussieht. Ganz spannend. Eins, was mir hier noch fehlt, die Klappe. Ich meine, ich hätte da eine Klappe für gemacht. Ich bin mir aber irgendwie nicht so sicher. In dem Ding habe ich sie nicht drin. Ich bin mir ganz sicher, dass ich da irgendwie eine Klappe für gemacht hatte. Also ja, oder ich muss sie noch machen. Kann natürlich auch sein. Ich bin mir jetzt nämlich selber nicht ganz sicher. Na egal, so gucken wir mal. Oh ja, das klappt. Ja, so klappt schon wieder so gut, dass ich wieder alles rausziehe. Ja, ich hätte noch ein bisschen warten sollen, Leute. Das war ein bisschen wieder ein bisschen zu schnell von mir. So, nochmal rein. Also, wenn er reinklebt, lasst es gut abkühlen und zieht alles wieder raus. Die Neodymen, die sind wirklich verdammt stark von der Zugkraft her. Aber es klappt, wie ihr gesehen habt. So. Gesundheit, Leute. So. Das klappt auf jeden Fall schon mal. Da bin ich echt begeistert. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Da tun wir mal alles auf Seite. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, die Heißklebepistole brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Den Lötkolben lassen wir noch mal kurz drin. So. Ja, die anderen 2 Platten mache ich dann nicht selber, wie jetzt hier mit der. Das brauche ich euch dann ja nicht auch noch zeigen. So, jetzt gehen wir noch mit dem Heißluftföhn mal drüber.
Ja, jetzt muss man mal gucken. Hier müsste ich eigentlich auch noch die Platte machen. Ja, die würde ich wahrscheinlich dann auch noch machen, aber das zeige ich jetzt nicht. Ich zeige dann später, wenn ich dann alles zusammenbaue. Das ist im Endeffekt, wird das dasselbe Prinzip sein. Hier 2 Magneten. Dann werde ich irgendwas machen, dass man das hier so ein bisschen einhaken kann. Oder zum Klappen, ich weiß es noch nicht genau. Da muss ich mir noch überlegen. Und dann, ich denke mal schon, dass ich das irgendwie so zum Hochklappen und dann hier mit den 2 Magneten. Oh, von der Größe wird das schon fast passen, aber leider sind das ja die Platten für das andere hier. Aber das wird schon so funktionieren. Ich denke mal, das werde ich dann so in derselben Bauweise machen, nur halt nur mit 2 Magneten und dann hier so irgendwie, entweder, dass man das reinklemmen kann, irgendwie hier so mit so was unten drunter oder halt wieder mit so Fliegengitter eingeklebt, dass man das so hochklappen kann. Na, muss ich mal gucken. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber vom Prinzip dasselbe. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich anfangen mit dem Pinsel. Ne? Da muss ich nur noch jetzt gucken. Ich muss hier in die Finger, muss ich dann noch was reinstopfen. Dass die ein bisschen so bleiben wie noch. Oh, so ging es schon. Dass die alle ein bisschen anders stehen. Dann kann man die auch gut einpinseln. Mit den Handschuhen, das wird natürlich ein bisschen, kann sein, dass ich da ein bisschen rumklecke, aber naja, ist nicht schlimm. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ja, dann werde ich das Ganze jetzt mal anfangen, schwach zu pinseln. Ja, das war mal wieder so ein kleiner Einblick, was ich hier so betreibe. Ne? Wie gesagt, momentan ist mir nicht so gut, deshalb habe ich jetzt nicht so ein größeres Projekt, sondern nur so ein paar kleine Sachen, wo schon ein bisschen was dran bin. Aber die möchte ich langsam auch mal fertig kriegen. Deshalb habe ich jetzt erstmal bei denen weitergemacht, bevor ich dann anfange mit der Barbarenaxt, mit den Wolfschädeln. Das wird dann das nächste Projekt werden. Ich hoffe mal, das Ganze gefällt euch wieder. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen mal was Improvisiertes, aber kann ja auch mal interessant sein. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte und Videos. Wir sehen uns.